Patrick, Ich glaube, die Zweigleisigkeit ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da viel in die Transparenz geht, also den Leuten bei Adito halt klar macht, warum arbeitet jetzt ein bestimmter Anteil des Unternehmens jetzt plötzlich anders, mit anderen Meetingformaten, mit anderen Prozessen, warum verwenden die Begriffe, die ich heute noch gar nicht kenne und über was sprechen die überhaupt. Also einmal in die Transparenz zu gehen, ist da ganz wichtig. Da haben wir regelmäßige Formate, wo wir bestehende Adito-Formate nutzen, um einfach in den Austausch zu gehen. Da gibt es den Montag ja, jeden Montag ist ein Adito-Meeting, wo man einfach Informationen teilen kann und Dinge präsentieren kann. Dann gibt es Coffee and Learns, wo wir den Leuten einfach immer wieder Wissen und Know-how zu diesem Thema an die Hand geben und auch viel für Verständnis sorgen, warum ist es jetzt so, wie es gerade ist. Und dann einfach eine regelmäßige Q&A-Session zum Thema Adito Framework, wo jeder die gar nicht in diesem Framework aktuell arbeiten, eingeladen sind zu kommen, Fragen zu stellen. Wir versuchen das aus dem Weg zu räumen, was an Unklarheit und an Fragen da ist. Nichtsdestotrotz kommt es zwangsläufig in dieser Hybridwelt zu Reibungen. Also das kann man auch fast gar nicht verhindern. Natürlich gibt es gewisse Schnittstellen, die man auch transparent machen kann. Wenn du in die neue Welt rein möchtest, dann geh bitte über diese und jene Schnittstelle, zum Beispiel über einen Circle Lead oder geh über die spezielle Rolle, die für das Thema verantwortlich ist, weil jeder Adito aktuell die neue Struktur schon sieht. Also wir machen da nicht so, okay, nur die Leute, die in der neuen Struktur arbeiten, sehen dann auch diese Kreise und diese Rollen, sondern jeder hat einen Zugang, nur nicht jeder hat eine Rolle in dieser neuen Struktur. Und ja, also ich glaube, das ist ja ganz oft, ist das dann individuell mit dem Konflikt in Anführungsstrichen oder mit der Reibung, die gerade da ist, dann umgehen und versuchen, eine Lösung zu finden, weil wir auf alle Dinge heute auch keine Antwort hätten. Also, ja. Und vielleicht kann ich noch mehr einen Satz dazu sagen, weil das habe ich vorher schon mal angeteasert, zu dieser, warum haben wir überhaupt heute diese Hybridwelt und warum haben wir uns eigentlich nicht dazu entschieden, einen Big Bang zu machen, zu sagen, so, ab Stichtag XY ist Adito sofort in der neuen Struktur. Das geht nämlich auf das Zitat ein, Georg, das du vorher gebracht hast. Du hast das Zitat gebracht, wer bestehende Denkmuster verändern möchte, muss bestehende Strukturen zerstören. Ich glaube, wenn ich es richtig wiedergegeben habe. Ja. Da würde ich jetzt auch gerne noch mal eine Folie teilen, weil ich es auch ganz spannend gefunden habe und ich würde behaupten, wir gehen eben da leicht anders vor. Also das, was das Zitat beschreibt, ist ja eher das obere Bild. Also ich zerstöre die alten Strukturen, habe vielleicht keinen klaren Prozess, um aber auf ein vorher schon fest definiertes Zielbild zu kommen. Und wir haben eher das nach dem unteren gemacht. Wir bewahren die alten Strukturen nur zu einem guten Teil. Also selbst wenn wir Abteilungen in unsere Kreisstruktur jetzt überführen, dann ist es auch ganz oft so, dass wir die erstmal noch unverändert überführen. Also wir machen nicht bei wir bilden das jetzt ab, sofort eine Neuigkeit draus oder irgendeine Iteration, dass was Neues entsteht. Für uns ist der Weg das Ziel und diese immer wieder kleinen Iterationen, also wir starten, Tobi hat es gerade vorher gesagt, mit Menschenkultur, lernen in dieser Iteration irgendwas draus, was wir bei dem nächsten Piloten schon wieder einweben können, wie wir es besser machen können. Und das Endziel ist bei uns eben lange Zeit gar nicht so klar gewesen, sondern für uns war wichtiger, in diesen Weg, in diese Loops zu kommen. Das ist übrigens der Loop Approach, ganz spannendes Buch, gern einmal reinschmückern und wir zerstören aktuell nicht bestehende Strukturen radikal, die werden irgendwann zerstört sein, wenn wir irgendwann mal angekommen sind. Aber wir bewahren ganz viel noch und das ist eben deswegen auch die Hybridwelt, aber trotz der Reibungen, die dadurch entstehen, behält es auch für einige Leute noch so lange ihr gewohntes Umfeld, bis wir auch Antworten auf gewisse Dinge haben. Genau. Ja, das ist aber ein ganz, lass mal das Chart bitte stehen, sei so gut, weil da hätte ich jetzt eine sowohl als auch Antwort. Also ich tatsächlich habe es 1993 erlebt, dass es eben quasi von Freitag auf Montag hat sich das über Nacht geändert. Da war wirklich radikal Change. Ich gebe zu, mit den Erfahrungen, die ich jetzt selber damit gesammelt habe, plus auch, wir haben jetzt bei 3 Firmen haben wir das auch umgesetzt und dann haben wir aber eben nicht diesen Big Bang gemacht, sondern haben im Prinzip nur mit der Geschäftsführung gesagt, wir migrieren in eine Zielgruppenmanagement-Lösung aus organisatorischer Sicht, so ähnlich wie ich es vorgestellt habe. Aber sehr, sehr oft haben wir praktisch immer die Diskussion mit einem repräsentativen Team begonnen und haben gesagt, wo ist euer Schmerzpunkt, wo sind vielleicht mehrere Schmerzpunkte, was müssen wir tun, damit die Schmerzpunkte entsprechend quasi sich auflösen. Und da kam dann in der Diskussion oft diese Aussage, ja, wir müssen uns dann organisatorisch neu aufstellen.
Das ist sozusagen darüber ein Konsens entstanden und dann kam die Frage, ja, wie muss die neue Organisation aussehen? Und dann kam quasi nicht als Template unser Chart, sondern schon die Frage, wie sieht es nachher aus, damit es am bestmöglichst auf diese Firma passt. Aber ich gebe zu, es mag vielleicht auch durchaus Sinn machen, mal diese Overnight-Lösung zu machen, damit eben relativ schnell klar ist, wo ist das, wo befinde ich mich in meiner neuen Rolle. Ob der eine oder andere dann glücklich ist, ist was anderes. Das weiß man auch, dass das nicht immer zielführend ist. Aber ich glaube, das ist eine Kulturfrage. Und ich glaube, ihr habt für euch halt entschieden, diese Radikalität ist nicht eure Kultur, sondern das ist eine andere Kultur bei Adito. Und deswegen ist, glaube ich, das wahrscheinlich auch der beste Weg, vermute ich. Ich würde da gerne kurz was ergänzen, Georg, weil da haben wir echt spannende Erfahrungen auch damit gemacht. Also ich habe ja vorher schon gesagt, dass wir im November, sage ich mal, irgendwie so die Entscheidung gefasst haben, wir wollen jetzt da auf eine Reise gehen und haben dann ja gesagt, wir wollen zum einen unsere Bestandsführungskräfte, die wir haben, andocken, obwohl wir das Zielbild noch nicht kennen, dann aber auch sehr schnell in die Transparenz kommen und allen Aditos zu zeigen, wir wollen uns auf eine Reise begeben, kennen aber das Endprodukt noch nicht. Und das war echt eine spannende Erfahrung, weil gerade das Thema, die alte Struktur, so wie sie ist, auf Dauer wird sie nicht mehr funktionieren. Ja, wir haben nur die Maxime gehabt, Cross-Funktionalität, Selbstorganisation, Denken vom Markt her und es muss aus der Organisation möglich sein. Das waren also die Leitplanken sozusagen, die wir hatten. Ja, und dann haben wir mit unseren Führungskräften aufgemacht und haben die in einem Workshop versucht mitzunehmen auf dieses Zielbild. Wir kannten aber die einzelnen Schritte, um dahin zu kommen und wie das aussieht, die kannten wir noch nicht, sondern es war ganz eine bewusste Entscheidung vom Mindset her, aufzumachen, dahin möchten wir und den Weg suchen wir mit euch. Und das hat eine gewisse Zeit aber gebraucht, weil die Fragen, die kamen, ist, ja, was heißt es dann genau? Welche Meilensteine gibt es? Wie wird das dann ausschauen? Was bedeutet das dann für mein Team? Wie wird die Struktur sein? Und dann zu sagen, ja, das wissen wir noch nicht. Das ist ja genau das, wo wir mit euch jetzt Stück für Stück iterativ arbeiten zu wollen. Das hat viel Kraft erfordert. Ja, zum einen das wirklich so auch bewusst zuzugeben und zu sagen, wir wissen es noch nicht. Und dann aber auch das Vertrauen Stück für Stück wieder zurückbekommen. Ja, die haben jetzt dann nicht einen Plan, wo sie sagen, eigentlich wissen sie ja gar nicht, wie es funktionieren soll, sondern die kennen nur das Endziel sozusagen. Und das war eine sehr spannende Erfahrung. Die hat uns durchaus auch mal 2 Monate Kraft gekostet, die Leute auf dieses Mindset mitzunehmen. Mittlerweile, glaube ich, sind wir da durch. Also diese Idee, es ist good enough for now, safe enough to try, die hat sich jetzt total vermanifestiert im Unternehmen. Aber wenn ich noch ein Jahr zurückdenke, dann war das eben noch erstmal in Scheiben schneiden, was ist der nächste Schritt und wie kann es dann konkret weitergehen. Und das hat uns wirklich schon Kraft gekostet, uns auf diesen Loop sozusagen wirklich einzulassen. Ich bin aber heilfroh, dass es mittlerweile so gut angenommen wird. Na, ich denke, der Satz, den ich selber relativ oft zitiere, und ich bin bestimmt einer von Millionen, die den zitieren, von Saint-Exupéry, nämlich wenn du eine Richtungsänderung haben willst, dann musst du ja quasi deinen Leuten von der schönen neuen Welt erzählen und musst ihnen nicht Handwerkzeug und Werk und Holz und sonst was geben, damit sie ein Schiff bauen, sondern du musst denen ja quasi diese Vision erzählen. Das ist salopp gesagt immer schön formuliert, aber in der Praxis ist es dann, wie du sagst, schon ein bisschen anders.